Hallo meine Lieben, ich habe aufgrund von euren Fragen gesehen, dass einige von euch auch immer wieder so ein bisschen ein Thema damit haben, dass sie nicht wissen, na, was muss ich jetzt mit den Ebenen machen? Muss ich die nur gruppieren? Muss ich die verbinden? Muss ich die verschweißen? Was muss ich machen, damit ich dann schlussendlich auf meiner Matte genau das Resultat so ausgeplottet kriege, wie ich das gerne haben möchte? Und deshalb dachte ich, ich zeige euch das heute kurz in einem Beispiel, in einem vereinfachten Beispiel, und dann werde ich euch aber auch ein Beispiel zeigen, wie ich ein vorgefertigtes Element oder zwei Elemente nehme und die dann anpasse, so dass es dann für mich auch passt. Und da seht ihr auch so ein bisschen, wie ich mit dem Cricut Design Space arbeite. Und am Schluss will ich euch dann auch noch zeigen, wie ihr am einfachsten Vinylfolie, die ihr layert, wie ihr das am besten aufeinander kriegt. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem Design Space. Also, ich starte jetzt einfach mal mit dem ersten einfachen Projekt. Das heißt, ich habe ein neues Projekt angelegt und jetzt füge ich hier einfach mal drei Formen ein. Und zwar ein Quadrat, ein Rechteck und ein Fünfeck. Nehmen wir mal die drei. Und ihr seht, wir haben hier drüben drei Ebenen. Jetzt kann ich den einzelnen Ebenen sagen, die ist lila und das hier will ich aus einer mintgrünen Vinylfolie ausplotten. Dann habe ich diese drei Elemente. Und wenn ich das jetzt ohne irgendetwas zu machen auf Herstellen gehe, dann verteilt es das ja aufgrund der Farbe auf die verschiedenen Matten. Ich habe hier drei Matten. Wenn ihr euch Zeit sparen wollt und nur eine Matte machen wollt mit drei verschiedenen Vinylfolien, könnt ihr zum Beispiel auch, ich behalte einfach die erste Matte, dann klicke ich hier die dritte Matte an und da, wo das Element ist, sage ich Objekt verschieben und wähle hier meine erste Matte aus und bestätige. Jetzt hat das Ganze die Farbe gewechselt, aber was ich machen kann, ich kann das zum Beispiel jetzt hier unten platzieren und dasselbe hier bei dem Element, Objekt verschieben auf die erste Matte, bestätigen und dann ist es hier hinten versteckt, da gehe ich hier in die Ecke. Das heißt, ich könnte jetzt das so ausplotten in einem Zug, wenn ich hier jetzt die graue Vinylfolie platzieren würde, wenn ich hier dann ich glaube, das war das Mintgrüne und das hier das Violette. Das heißt, ich würde hier violette Vinylfolie hinpacken und hier würde ich die mintgrüne Folie hinpacken und so könnte ich das in einem Zug ausplotten. Dasselbe könnt ihr natürlich auch erreichen, indem ihr bei allen dreien dieselbe Farbe wählt und dann auf Herstellen geht. Dann ist es alles auf einer Matte. Und dann kann ich das in die entsprechenden Ecken verteilen und dann da die Vinylfolie entsprechend platzieren. Das ist ein kleiner Tipp hier. Jetzt wollten wir aber drei verschiedene Elemente haben. Somit habe ich die Farben jetzt wieder so, wie ich das am Anfang definiert habe. Und jetzt haben wir ja die erste Möglichkeit, zum Beispiel Sachen zu gruppieren. Ich nehme jetzt diese beiden Elemente, markiere die und sage hier gruppieren. Der Vorteil, den ihr hier habt, ist, dass ihr das als Gruppe bearbeiten könnt, in der Größe verändern zum Beispiel, aber ihr könnt auch immer noch das einzelne Element bearbeiten. Was ich mit dem machen möchte, ist, dass ich das genau da platziert habe, wenn ich jetzt sage, beide sind lila. Und die sollen auch genau so geschnitten werden, dass der Abstand ist und ich das in einem auf ein Element übertragen könnte. Wenn ich jetzt aber auf Herstellen gehe und hier nur die Gruppierung habe, habe ich zwar zwei Matten, aber, ihr erinnert euch, ich hatte das eigentlich hier platziert, aber das verteilt es halt einfach da, wo Cricut denkt, das ist am platzsparendsten. Das heißt, die beiden Objekte hängen eigentlich nicht zusammen. Gehen wir wieder auf Abbrechen und dann mache ich das wieder rückgängig
auch die Gruppierung. So, jetzt haben wir wieder Einzelelemente. Wenn ich jetzt die beiden wieder markiere und ich hier unten verbinden sage, dann seht ihr, hat die Farbe geändert und es ist auch in einer Gruppe drin. Wenn ich jetzt auf Herstellen gehe, dann habe ich zwei Matten, aber ich habe es eben auch so, dass es genau da platziert, wo ich das vorhin definiert habe. Das heißt, die beiden stehen in Relation zueinander. Und ich könnte selbst hier, könnte ich immer noch sagen, Objekt verschieben auf die erste Matte und das dann einfach hier drüben platzieren und da die entsprechende Folie hinmachen. Auch das geht. Aber eben, es bleibt in Relation zueinander. Jetzt gucken wir uns noch das dritte an. Und das ist, wenn ich aus dem, im Moment sind das alles 3 Ebenen, ich habe die beiden markiert und wenn ich jetzt sage verschweißen, dann wird es eine Ebene. Das heißt, ich mache das eigentlich flach und jetzt lassen sich die beiden Elemente nicht mehr einzeln bearbeiten, weil jetzt ist es ein Element. Vom Effekt her auf der Folie oder auf der Matte, da habe ich immer noch mein graues Viereck hier und die andere Matte hat eben dieses Element auch in Relation zueinander. Das heißt, hier kommt es wirklich immer darauf an, was genau ihr damit machen wollt. Und nur der Vollständigkeit halber macht jetzt, dass es ineinander geht und sage hier beschneiden. Beschneiden heißt, hier hat es mir das Dreieck, die Überlappung vom Lila ausgeschnitten. Das lösche ich kurz. Und das Grüne hat sich wurde auch in 2 Teile geschnitten. Wenn ich die jetzt beide markiere, ich halte die Shift-Taste und klicke auf das zweite noch und hier sage ich wieder verschweißen. Müsste man richtig draufklicken. So, haben wir. Und jetzt ist es wieder ein Element, aber ich habe eben genau die Spitze von diesem Element hier aus dem Dreieck ausgeschnitten. Das heißt, das ist das Beschneiden. Und ja, das sind so die Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr habt Gruppieren hier oben, ihr habt das Verbinden, ihr habt das Verschweißen und das dritte ist dann das Beschneiden. Dann kommen wir noch zum Design, wo ich euch gesagt habe, dass ich euch ein Beispiel zeige, wie ich das mache. Und hier habe ich einen Kopf von einem Unicorn oder einem Einhorn, wie das so schön heißt. Und dann habe ich einen Text. Das hier ist ein Bild, was ich abgewandelt habe und unten wieder ein Text. Und hier diese Schriftart mit den Glyphen, wenn das neu für euch ist, ich mache euch hier oben in der Ecke einen Link rein auf ein Video, wo ich das erklärt habe, wie ihr das machen könnt. So, jetzt starten wir einfach mal und holen uns erstmal die Bilder. Das heißt, hier gebe ich Unicorn ein und suche mir kurz das Bild. Ich glaube, das war Unicorn with Roses. Sowas. Genau, dieses hier. Unicorn Face with Roses. Das ist eins. Das könnt ihr anklicken und dann geht es hier unten ins Thumbnail rein. Und dann haben wir noch Always Be yourself unless you can be a unicorn. Genau dieser Spruch hier. Den nehme ich auch und dann kann ich sagen, Bilder einfügen. Verschieben wir das kurz ein bisschen, damit ihr das auch besser seht. Kümmern wir uns zuerst um das Unicorn, damit ihr seht, wie ich das gemacht habe. Hier an dem Bild habe ich eigentlich gar nicht viel verändert, sondern ich habe einfach die Farben angepasst und da könnt ihr, wenn ich hier aufs Horn draufklicke, dann kann ich sagen, es soll grau sein, die Ohren sind die hier, auch dasselbe Grau. Dann die Rosen werden bei mir rosa, die untere
wird lila und die Blätter werden mintgrün. Und bei den Augen gucke ich auch kurz, dass es wirklich schwarz ist und nicht grau. So, das ist das. So habe ich eigentlich schon den Kopf von meinem Unicorn und weiß dann auch, wie es aussieht. Und dann habe ich hier von dem Spruch, seht ihr, ne, das sieht nicht gleich aus. Und das habe ich ein bisschen angepasst, weil ich fand den oberen Schriftzug und den untersten fand ich nicht so schön. Und ich wollte das A auch in diesem Schriftzug haben. Deshalb habe ich hier einfach, ne, den pinken Teil habe ich gelöscht, sodass ich nur noch das hier habe. Und dann habe ich das einmal dupliziert. Dann habe ich eines der Elemente genommen und was ich nicht haben will, ist dieser Strich am Anfang und am Ende. Und dann ist es so, dass ich das Ganze auf 2 Zeilen haben will. Also nehme ich hier diese Teile, nehme ich alle weg und lasse eigentlich nur das Unless stehen. Das war's auch schon. So habe ich schon mal das Unless. Und dann muss ich das hier auch noch kurz einmal duplizieren, weil ich brauche hiervon nur das A. Bei dem nehme ich jetzt einfach You Can Be. Das heißt, ich gehe wieder auf Kontur und nehme jetzt alles weg, was ich nicht brauche. Sage ich okay. So, dann habe ich schon mal Unless You Can Be. Und von hier brauche ich jetzt eigentlich nur noch das A. Das heißt, ich mache mal alle Konturen verbergen, dann nur noch das A und natürlich brauche ich auch den Innenteil von diesem A. Das ist das hier. Kann ich das auch schon schließen, dann habe ich den A, den ich hier mit dem einigermaßen gleichen Abstand hinmachen kann. Dann gehe ich noch kurz auf Ausrichten und sage vertikal zentrieren und dann sage ich das verschweißen. So habe ich schon mal Unless You Can Be A. Dann Text. Hier zuerst das Always be yourself. Beim ersten habe ich keine Glyphen gemacht und das ist einfach der Schriftzug eben, den ich beim anderen Video auch verwendet habe, dieses Hard Love. Und wenn ihr was schreibt, dann nicht vergessen, dass ihr das Ganze verschweißt, damit nicht die einzelnen Buchstaben geschnitten werden. Und dann habe ich noch ein zweites, nämlich dieses Unicorn. Sieht jetzt auf Anhieb so ein bisschen langweilig aus und da machen wir beim U eine Glyphe dazu. Das war am Anfang, das war die hier, kopieren, wieder in den Design Space, dann Doppelklick auf das U markieren und Ctrl-V machen und dann brauchen wir noch das N. Beim N will ich das Herz dran haben. Das ist das hier. Kopieren. Dann das N hier markieren. Ctrl-V. Und dann habe ich das auch schon dran und kann auch das verschweißen. So, sieht ein bisschen chaotisch aus hier jetzt gerade auf meinem Arbeitsplatz. Ich mache nur kurz die Größe, weil ich das eh schon hatte, dass das alles so ein bisschen zusammenpasst. Dann gucke ich, wie ich die verteilen kann. Einfach vom Abstand zwischen den Zeilen und dann markiere ich alle und sage horizontal zentrieren. Jetzt könnt ihr immer noch so ein bisschen das verschieben, wenn es euch nicht
passt so wie es ist. So, ich würde sagen, das ist es. Und bei dem habe ich so gemacht, dass ich die oberste Zeile plus diese beiden Zeilen, die habe ich verbunden und habe gesagt, das ist mein Schwarz und das Unicorn wird Mint sein. So. Ihr seht, wie schnell ihr sowas anpassen könnt. Und wenn von der Größe her, wie weiß ich, wie groß ich das Ganze haben will, das mache ich ganz einfach so, dass ich jeweils mir das Element abmesse, wo es drauf kommt. Und dann gebe ich hier ein Quadrat drauf und sage, okay, meine Flasche ist von der Breite her 21 cm mal 11 cm in der Höhe. Und dann gebe ich das ganz in den Hintergrund. Und so kann ich dann definieren, wie groß dürfen meine Elemente sein, damit die da drauf Platz haben. Ihr seht, es geht jetzt hier drüber hinaus, aber mein Ziel ist, hier habe ich es schon ein bisschen angedeutet, es fängt in den Blättern an und hier drüben soll es dann auch in den Blättern aufhören, weil es geht ja um die Flasche ringsherum. Deshalb habe ich das so gemacht. So, jetzt sind wir mit dem Design aber noch nicht ganz fertig, weil ich will um die Elemente herum will ich eine Outline oder ein Offset, damit ich das dann ein bisschen einfacher platzieren kann. Und ich finde es eigentlich auch schön auf der Flasche. Es ist eine weiße Flasche und das wird ein weißes Offset haben. Und um das zu machen, gehe ich hier, ich markiere das einfach alles und sage dann Offset. Und da gucken wir mal, wie groß das mit den 0,635 wird. Ist mir ein bisschen zu groß, ganz ehrlich gesagt. Nehmen wir da mal 3. Das ist ein bisschen zu wenig. Und warum sage ich das? Ich will hier gucken, dass gerade solche Leerräume hier nicht entstehen. Dann probieren wir es noch mit 0,35. So, ich habe jetzt ein bisschen getestet, bin jetzt bei 0,38 und jetzt habe ich das hier verschlossen. Dann kann ich sagen, anwenden. Und das Thema ist, dass ich hier jetzt überall noch so kleine Sachen drin habe und die kann ich ganz einfach auch ausblenden, so dass das dann nur noch eine Fläche ist. Jetzt habe ich das Falsche ausgeblendet, sorry. Ich will das haben und das nicht. So. Und das Ganze soll weiß sein. Jetzt sieht man das natürlich nicht wirklich und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber ihr könnt euren Arbeitsplatz, der ist im Moment auf weiß definiert, wenn ihr den anklickt, könnt ihr dem eine andere Farbe geben. Ich nehme jetzt hier mal gelb. Und dann seht ihr nämlich auch, wenn ihr mit weißen Sachen arbeitet, ein bisschen besser, wie das dann aussieht. So, jetzt haben wir schon mal die Seite hier. Und jetzt will ich dasselbe natürlich auch für hier. Und dann haben wir auch für das ein Offset. Und mit diesem Offset geht es euch einfach ein bisschen einfacher, dann den Sticker oder die einzelnen Elemente drauf zu bringen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir noch was Kleines, nämlich das hier plus diese beiden schwarzen Elemente. Das verbinde ich jetzt alles, damit das alles genauso ausgeplottet wird vom Abstand. Das geht dann auch ein bisschen einfacher zum Anbringen. Ansonsten die grauen Ohren und das graue Horn war per se schon zusammen. Auch die Elemente von der lila Rose, die Elemente von der rosaroten Rose, die Blätter, die sind schon alle so. Dann haben wir das Offset, das Unicorn und noch hier das Offset. Von dem her passt das alles wunderbar. Dann können wir auf Herstellen gehen. Und jetzt seht ihr, dass ich 6 verschiedene Matten habe. Und ich will jetzt nicht 6-mal Matte laden, Matte raus. Deshalb mache ich das so, dass ich hier das Graue nehme und sage verschieben auf die erste Matte. Und dann kann ich das unten in der linken Ecke platzieren
und dann nehme ich das, was schwarz ist. Auch das verschiebe ich auf die erste Matte und nicht das Weiße, sondern das Schwarze. Das verschiebe ich hier unten in diese Ecke. Dann haben wir die drei, also Weiß, Grau, Schwarz, haben wir schon mal auf einer Matte. Und dasselbe mache ich auch gleich mit den Farben. Das heißt, das Lila schiebe ich rüber auf die Mint Matte und mache das unten in die Ecke. Und dann Rosa verschiebe ich auch auf die Mintmatte und verschiebe das in die andere Ecke. Das heißt, hier weiß ich, das ist Mintgrün, das ist Lila und das ist Rosa. Und so kann ich jetzt auch schon sagen, weiter. Ich musste noch einmal zurück, weil ich gemerkt habe, dass ich ein kleines Element, nämlich die Augenbrauen, vergessen hatte. Und da waren so eine weiße, eine schwarze und eine mintgrüne Matte. Und da bin ich nochmal zurück. Das heißt, ich bin hier auf Abbrechen und habe dann ganz einfach auch noch das schwarze Element hier auf die erste Matte rübergeschoben. Und jetzt habe ich wirklich nur noch 2 Matten. Ne? Vinyl auswählen. Und dann können wir auch schon die Vinylfolie auf die Matte draufbringen und das Ganze ausplatten. Dann seht ihr auch oben weiß, unten grau und hier drüben die schwarze. Kann ich das in einen Plotter reingeben. Und dann lossagen. Ripped your heart, got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. So, und wenn ihr damit durch seid, dann brauchen wir den Plotter auch schon wieder nicht mehr. Der kann weg. Und ich habe die ganzen Teile auch schon geschnitten und werde das kurz entgittern. Let the flame blur out for a while. Stay in the moment, stay in the moment with me. Give you a moment, give you a moment with me. Smell all the roses, smell all the roses with me. Just give. Bei der schwarzen, die so filigran ist, mache ich das wie immer so, dass ich zuerst, ich habe die kleinen Zwischenräume, die habe ich schon entgittert und dann mache ich jetzt schon die Folie drauf. Ein bisschen schräg, aber passt schon. Und dann streiche ich die kurz fest. Löse hinten die Abdeckungsfolie und erst jetzt löse ich das, was um die Buchstaben ringsherum ist, weil so habe ich weniger die Gefahr, dass sich quasi meine Buchstaben mitlösen. Und der Rest sollte eigentlich so passen. Ne? Hier dieser Trick, das geht euch wirklich einfacher bei so sehr filigranen Sachen, wirklich zuerst einfach nur die Innenräume entgittern und dann das auf das Übertragungsmedium draufbringen und erst dann den Rahmen ringsherum lösen. So, jetzt habe ich euch versprochen, ich zeige euch einen Trick, wie es ein bisschen einfacher geht, das Ganze zu übertragen. Und zwar braucht ihr dafür ein Stück Backpapier oder Backtrennpapier, wie das so schön heißt. Und dann brauchen wir natürlich die Übertragungsfolie. So, jetzt nehmen wir das erste Element. Und zwar
Was nehmen wir denn da? Wir nehmen das Einhorn. So. Und jetzt ist der Trick so, dass ich hier ganz einfach das Backtrennpapier hinlege. Upsi, sorry. Natürlich wäre es nicht schlecht, wenn man das feststreicht drauf und die Abdeckung löst, ne? So, jetzt macht es dann mehr Sinn. Weil jetzt sehe ich lasse hier auf der Seite die Streifen frei, aber das Schöne ist, die Vinylfolie klebt auf dem Backtrennpapier nicht. Und so kann ich das jetzt wunderbar ausrichten. Dann mache ich das hier auf der Seite, streiche ich das fest, dann hebe ich das Ganze wieder und nehme ganz einfach das Backtrennpapier raus und dann kann ich das wunderbar feststreichen und so sitzt es wunderbar. So sitzt das wunderbar auf der Folie fest. Geht natürlich noch einfacher, wenn ihr quasi das Weiße auch schon auf euer Element übertragen habt, weil so klebt das Ganze jetzt so ein bisschen an der Übertragungsfolie, aber das passt schon. So, dann nehmen wir hier unten die Augen. Since we were stuck in LA, babe, come jump the rooftop and come watch the skyline with me. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. Bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Sick in the morning, baby, don't leave. They don't need to know we're out here wild and free. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Und auch so haben wir dieses Element wunderbar genau reingepasst. Und jetzt kann das Ganze noch auf die Flasche. Ich fange mit dem Einhorn an. Geht am einfachsten. Oh, this is everything with you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Et voilà, dann haben wir hier unten auch den Spruch drauf und eben schön abschließend auf beiden Seiten. Der Spruch per se ist eigentlich für so eine Flasche, für so eine Getränkeflasche, ist zu filigran.
Das ist für mich auch nicht als permanente Lösung gedacht, sondern es ist mehr so als Geschenkgag und mit dem Weißen unten drunter, also mit diesem weißen Offset, kann der oder die Beschenkte dann halt einfach das auch wunderbar wieder abziehen und ja, kann die Flasche ganz normal verwenden, ohne das ringsherum. Dann haben wir hier wunderbar unser Einhorn und hinten den Spruch drauf und eben wunderbar auch gelayert mit dem Backtrennpapier. So, ich hoffe, das Ganze hat euch so ein bisschen weitergeholfen, gerade auch mit diesem Trick, wie ihr layern könnt und den Erklärungen vom Design Space, was eben Gruppieren ist, was Verbinden ist und was Verschweißen ist, damit ihr da dann auch die richtige Kombination verwenden könnt, um eure Designs zu machen. Das war es dann auch schon wieder. Ich hoffe eben, das war was für euch und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!